Nach heftigen Schneefällen spitzt sich die Lawinengefahr in Westösterreich und der Schweiz massiv zu. Wegen Straßensperren sind mehrere Wintersportorte nicht mehr erreichbar, darunter St. Anton am Arlberg und seit Sonntagabend auch Ischgl und das gesamte Paznauntal. Die Region um Zermatt im Schweizer Kanton Wallis ist seit Sonntag von der Außenwelt abgeschnitten. In weiten Teilen der Schweiz wird die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Seit 1999 habe es nichts Vergleichbares gegeben, so Experten. Die Region Zermatt ist bereits das zweite Mal innerhalb von 2 Wochen weder per Bahn noch per Straße erreichbar. Ein Helikoptershuttle kann wegen des schlechten Wetters nur einige Gäste, die abreisen wollen, ausfliegen. Viele Bergbahnen stellen ihren Betrieb ein. Auch für den Westen Österreichs wird am Montag mit der höchsten Warnstufe gerechnet. Es soll mindestens ein halber Meter Neuschnee dazukommen. Die Lage spitzt sich von Stunde zu Stunde mehr zu. In St. Anton und im Paznauntal mit dem Wintersportort Ischgl sind ebenfalls tausende Touristen eingeschneit. St. Anton kann derzeit weder über Straßen noch per Bahn erreicht werden. In der Region herrscht am Sonntagabend Lawinenwarnstufe 4, die zweithöchste Stufe. Sämtliche Loipen und Pisten sind gesperrt. Auch das Paznauntal ist nicht mehr über Straßen erreichbar. Von der Außenwelt abgeschnitten ist auch Samnaun auf der Schweizer Seite des Silvretter Skigebiets. In Westösterreich sind außerdem viele Bahnstrecken wegen akuter Lawinengefahr gesperrt. Dazu zählt auch die Verbindung zwischen Landeck und Bludenz. Alle Bahnreisenden zwischen der Schweiz und Österreich müssen auf Busse ausweichen. Noch unklar ist, wann sich die Situation wieder normalisiert. Die Lawinenkommissionen beraten, was zu tun ist. Nach Angaben des ÖAMTC sind in Westösterreich rund 30 Straßenzüge wegen der Lawinengefahr gesperrt. Wegen der Glätte kommt es auch zu mehreren Verkehrsunfällen. So fordert ein Crash am frühen Sonntagabend im Gemeindegebiet von Seekirchen 5 Verletzte. Ein 23-jähriger Autofahrer kommt auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallt dabei frontal in einen italienischen Pkw. Dabei wird eine 19-jährige Frau schwer verletzt und muss mit einem Hubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen werden. Die Feuerwehr Seekirchen befreit die eingeklemmte Frau zuvor mittels hydraulischen Rettungsgerät aus dem völlig zerstörten Fahrzeug. Der Lenker und eine weitere 14-jährige Insassin des Pkw werden ebenfalls verletzt und mit dem Rettungsauto in das UKH Salzburg gebracht. Der Lenker des italienischen Pkw und eine Beifahrerin werden mit leichten Verletzungen in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert.